Wann wurden Wellensittiche entdeckt? Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Wellensittiche erstmals von britischen Forschern in Australien entdeckt. Fast 100 Jahre später, 1884, gab es schon ein Exportverbot, um die beliebten Vögel vor der Ausrottung zu schützen. Denn bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts war es bei den Damen Mode, möglichst exotische Vogelfedern zu tragen. Doch wie kamen die Wellensittiche nach Deutschland? Die ersten lebenden Wellensittiche brachte 1840 der englische Ornithologe John Gould nach Europa, und der Gräfin von Schwerin gelang Ende des 19. Jahrhunderts durch Zufall die erste europäische Zucht eines Wellensittiches. Wie viele Wellensittiche gibt es auf der Welt? Wellensittiche gehören zu den nicht gefährdeten Papageien. In Australien sind sie die am häufigsten vorkommende Papageienart, und weltweit zählen die kleinen Sittiche zu den am häufigsten gehaltenen Papageienarten. Da die Vögel als Nomaden in großen Schwärmen durch Australien ziehen, gibt es keine genauen Zahlen der Population. Auch die Frage, wie viele Wellensittiche in Deutschland leben, kann man nicht so einfach beantworten, denn es werden keine Daten zur Haustierhaltung erhoben. Aber es gibt eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2023. Damals haben 15,7 Millionen Menschen angegeben, dass sie Katzen halten. Das sind ungefähr 25% der Haushalte. Etwas weniger halten Hunde, 10,5 Millionen, also 21%. Kleintiere halten immerhin noch 4,6 Millionen Menschen, also 5% der Leute. Noch weniger allerdings Ziervögel, das sind nur 3,5 Millionen Menschen, 3% der Haushalte. Leider kann man daraus nicht ersehen, welche Ziervögel gehalten werden. Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschland leben etwa 1,7 Millionen Wellensittiche in deutschen Vogelkäfigen und Volieren. Diese Zahl stammt aber aus dem Jahr 2021. Das entspricht ungefähr 56% aller in Deutschland lebenden Ziervögel. Schätzungen zufolge erwerben pro Jahr etwa 200.000 Menschen in Deutschland einen Wellensittich. Auch diese Zahl ist leider sehr alt, von 2005. Insgesamt besitzen etwas weniger als die Hälfte der Deutschen ein Heimtier, also 45%. Warum heißen Wellensittiche so und wie werden sie noch genannt? Der Name Wellensittich stammt von ihrer auffälligen Wellenzeichnung auf dem Rücken. In Australien werden sie Budgerigar oder Budgies genannt. Ich habe meinen Vögeln den Spitznamen Schweinchen gegeben, weil sie beim Schreddern von Blättern, Ästen und Kork viel Dreck machen. Was für Spitznamen gebt ihr euren Wellensittichen? Und habt ihr nur Wellensittiche oder auch andere Vogelarten? Und haltet ihr nur Vögel oder habt ihr auch Hunde und Katzen oder andere Kleintiere wie Kaninchen? Das würde mich interessieren.